Wieder einmal machen wir uns auf den Weg unter die Erde. Dieses Mal haben wir uns ein besonderes Ziel ausgesucht. Eine Grube aus einem Grubenverbund, in dem im Zweiten Weltkrieg Rüstungsproduktion in einem anderen Teil des Verbundes betrieben wurde. An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich davor warnen, dieses nachzuahmen. Ohne entsprechende Ausbildung, Erfahrung und Ausrüstung kann das kleinste Problem tödlich enden. Wir wollten in einem Dreierteam abtauchen. Wir trugen also 3 komplette Tauchausrüstungen mit Bedacht in den Berg. 6 80-Kubik-Fuß-Flaschen, Tauchanzüge, Lampen, Leinen, Blei und Atemregler. Alles wurde sorgfältig verpackt bis zum Bremsberg gebracht. Ein zugegebenermaßen nicht einfacher Teil der Erkundung. Vor Ort angekommen, mussten wir feststellen, dass jemand das Holz, welches ursprünglich oberhalb des Bremsberges lag, ins Wasser geworfen hat. Die Beweggründe für ein derartiges Verhalten sind mannigfaltig. Für uns stellte das Holz aber eine erhebliche Gefahr dar, daher haben wir es wieder entfernt. Mit so einem Kant. Ja. So, weiter. Was hier auf der Schulter? Dunkelverwahrung geben, Pass auf, ich ziehe so weit zurück wie geht. Ich ziehe so weit zurück wie geht, sodass wir am Schluss eine Kette bilden, wo einer nach dem anderen was reingeben kann. Da ist der nächste. Könnte schon nachrücken. Der Transport der Ausrüstung durch die Kriechstrecke gestaltete sich nicht wirklich einfach. Bei dem Transport habe ich mir diverse Schürfwunden am Rücken und den Armen zugezogen. Diese Erforschung stellte hohe Anforderungen an alle Beteiligten und an die Ausrüstung. Nach dem Transport der Ausrüstung gönnten wir uns eine kurze Pause und begannen mit den Tauchgangsvorbereitungen. Die Atemregler wurden an die Flaschen geschraubt und die Flaschen im Wasser abgelegt. Das Reel, welches 100 Meter Leine vorhielt, wurde ebenso sicher befestigt. Hast du dir deinen Fülldruck gemerkt? Daniel? Ha? Weißt du, auf wie viel Bar deine Flaschen gefüllt sind? Ja, vor dem kalten Wasser 200 Bar. Jetzt gucke ich mal nach dem kalten Wasser. Ne? Ja, ich habe jetzt 180.
Nee, ich habe eine gute Druckfüllung. Die hält vor. Hier oben ist noch so Löcher, da kann das drin sein. Bei mir ist es so. Das hat die gewöhnt. Aber wir haben dann natürlich noch die Möglichkeit, an der Leine uns zu bewegen. Ja. Hin und zurück. Wir gehen dann nur nie mehr weiter. Also ich will auch. Und machen keine Jumps. Ja, wir sollten keine Jumps, keine Abzweigung, nur einen Weg rein, einen Weg raus, eine Leine. Und dann würde ich auch sagen, wir können geradeaus in die Halle rein. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie weit geht die nach geradeaus weiter, wie groß ist die selber. Deshalb lasst uns heute auf die Halle konzentrieren erstmal. Vielleicht ist der Gang links weiter vielversprechender, vielleicht ist aber auch die Halle vielversprechender, können wir nicht sagen. Genau. Deshalb die große Halle, da haben wir echt Platz drin. Weil natürlich immer da können wir dann auch hintereinander. Der erste guckt dann, ob es da noch weitergeht, kann dann auch noch weiter. Du kannst dann da noch weiter gucken. Geht es da weiter, dann tauch ruhig weiter. Ja. Ja, wir haben ein Lichtproblem, also Lampensignale fallen prinzipiell komplett ins Wasser. Ja. Ne, weil eher du und ich mit Videolampe. Ne? Ja, ich mit normalen Lampen. Ich habe keine Kameras. Also gar keine. Aber du hast auch Flächenlicht oder Spotlicht? Ja, okay, dann kannst du kommunizieren. Also du kannst vermutlich mit ihm wenigstens kommunizieren, das ist immerhin etwas. Alles andere wird Touch Contact oder an der Leine reißen, damit derjenige das merkt oder halt ja, anschubsen, überholen. Aber halt das Reel gut fest. Anschubsen, antippen, Richtung rückwärts oder anzeigen zurück. Das sollte, ja, also das sollte auf jeden Fall. Zurück. Das funktioniert auch. Ebenfalls zurück zum Ausgang. Panik. Also wenn mir das hier gibt, da werde ich nervös. Dann hängst du an der Decke. Oder halt eben auch bei irgendwas stimmt nicht. Ne? Da sind wir dann schon kurz vorm Abbruch. Also das hier können wir ja noch kommunizieren. Ne? Ja, irgendwas stimmt nicht. Aber kann man sehen, was dann überhaupt. Kann auch eine Kleinigkeit sein, wenn irgend sowas nicht stimmt. Vielleicht. Genau. Also wenn einer den hier macht, bedeutet das letztendlich, wir halten erstmal an und entscheiden. Gucken, was ist ja? Und wenn dabei die Gruppe auseinandergerissen wird, läuft es auf den Abbruch hinaus, aber wir können es ja versuchen, dann an der Stelle irgendwie zu managen. Aber keine großen Drehungen machen oder so, wenn mal Pause ist oder so, schön an den Positionen bleiben. Derjenige, der hinter den anderen hertaucht, kann ja an den Flossen antippen oder auch mal kurz ruckeln und wackeln, wenn was ist oder so. Also nicht keine Drehung machen oder so an der Leine in dem Gang jetzt. Da dübelt wir nur zu viel Zeug auf. Ja. Der Gang wird breiter da unten oder ist der immer so? Der wird breiter. Nach dem Briefing zogen wir uns um und begaben uns ins Wasser und tauchten ab. Bist du dran, ne? Gerade hat er noch funktioniert. Wasser. Hast du direkt rein? Nee, es kommt Wasser rein. Kannst du sauber machen oder so? Nee, ich zieh keinen Scherben. Bereits nach 2 Metern brach einer meiner Kollegen den Tauchgang ab. Sein Atemregler hatte einen Defekt und lieferte Wasser beim Einatmen. Wir versuchten, den Defekt noch an der Oberfläche zu analysieren und zu beheben. Allerdings war dieses nicht möglich und der Kollege brach den Tauchgang ab. Der Tauchgang wurde erneut geplant, diesmal als Zweierteam. Mein Kollege nahm dafür mein Reel mit 150 Meter Leine. Der ursprüngliche Plan, das 100 Meter Reel im Stollen als Primary Line zu lassen, wurde verworfen. Da wir aber zu dem Zeitpunkt bereits über 20 Minuten an der Einstiegsstelle im Wasser standen und die Entfernung des Holzes auch Sediment aufgewirbelt hatte, wurde das Abtauchen zu einem regelrechten Blindflug und ich hatte bereits die Chance, das Schild noch fotografieren zu können, aufgegeben.
Während wir den Bremsberg hinuntertauchten, waren wir quasi blind. Erst kurz vor dem Ende des Bremsbergs klarte die Sicht auf und ich konnte das Schild fotografieren. Erst da wurde mir klar, dass dort unten Stollen mit gewaltigen Ausmaßen waren und die Grube doch nicht so klein war, wie sie erschien. Während wir abtauchten, wartete unsere Oberflächencrew auf uns. Die Geräuschkulisse war beängstigend. Hier hört ihr mal die Geräusche, die die von uns ausgeatmete Luft machte, während sie am Hang des Bremsbergs den Weg nach oben nahm. Der aus der Grube gewonnene Schiefer war in der Region sehr beliebt und prägte diese. Der Betrieb erfolgte bis zur Stilllegung um 1950. Mit dem Vormarsch der Alliierten wurden Teile des Grubenverbundes gesprengt. Während der Luftangriffe suchte die Bevölkerung Schutz in der Grube. In einem der Stollen der Grube verstarb ein Mensch. Überirdisch gibt die Grube nicht mehr viel her. Ein Stollen wurde verschlossen, endet aber nach wenigen Metern. Ein anderer Stollen ist bereits stark verbrochen und endet ebenso nach einigen Metern. Ein weiterer, nur schwer zu erreichender Stollen endet auch nach wenigen Metern. In ihm befindet sich allerdings ein Bremsberg, der nach wenigen Metern voller Wasser steht. Eine erste Erkundung von uns ergab, dass sich über diesen Bremsberg ein weit verzweigtes System erreichen lässt. Der Tauchgang wurde über Wochen geplant und im Vorfeld wurden alle taucherischen und erforderlichen Fähigkeiten im See trainiert. Licht, Luft, Leine. 3 essentiell wichtige Sachen, wenn man sich auf eine derart gefährliche Erkundung einlässt. Bei meinen Übungen hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ein unbedarfter Flossenschlag eine Brühe hervorzaubert, in der man nicht mal ein 5000 Lumen Videolicht in unmittelbarer Nähe des Gesichts erkennen kann und alles schwarz wie die Nacht ist. Hier muss man besonders vorsichtig und bedacht sein, denn der Verlust der Leine bedeutet Lebensgefahr, denn im Zweifel findet man nicht mehr hinaus und dabei ist vollkommen unerheblich, wie tief oder wie weit man vom Ausgang entfernt ist. Bei einer aufkommenden Panik ist dann ganz vorbei.